Servus, heute gibt es seit langem mal wieder was von Arc'teryx Leaf. Und zwar soll es heute um die Atom LT Hoodie Serie gehen. Ich trage hier das neue 2019er Modell in der Generation 2, habe aber auch noch das ältere Modell, auch in der Generation 2. Und ja, ich werde euch in dem Video erst das 2019er Modell vorstellen und am Ende des Videos nochmal auf die Unterschiede und die Verbesserungen zwischen den beiden Modellen eingehen. Gut, dann wünsche ich viel Spaß beim Video und bis gleich. Bei der Atom LT handelt es sich um eine vielseitige mittlere Bekleidungsschicht mit synthetischer Isolierung und gutem Witterungsschutz. So kommt bei der Außenschicht ein dauerhaft wasserabweisendes Toray-Stretch-Gewebe mit Ripstop zum Einsatz, das euch bei kurzen kleinen Schauern definitiv trocken hält. Ich würde es außerdem als nahezu winddicht beschreiben. An kühleren Tagen helfen 2 Unzen Klimashield-Isolation dabei, eine gute Körpertemperatur zu halten. Dank DWR-Beschichtung ebenfalls sehr wasserabweisend, um auch bei Feuchtigkeit bzw. Nässe keine Isolationsleistung zu verlieren. Um dabei aber nicht zu überhitzen, hat Arc'teryx hier an den Seiten ein elastisches 7,5 Unzen Ponte Torto Hardface Vlies verarbeitet, also innen weich und außen glatt. Beim Thema Windfestigkeit ist hier nur ein normaler Schutz geboten, komplett winddicht ist das Vlies allerdings nicht. Da diese Art von Jacke aber meistens mit Hardshells oder Windstopper-Linern kombiniert wird, ist das auch kein großes Problem. Kommen wir jetzt zu den Features. Insgesamt besitzt die Jacke 3 Taschen, 2 davon links und rechts und eine auf der linken Brustseite. Die Eingrifftaschen sind mittelgroß und besitzen im Inneren zur Außenseite hin auch etwas Vlies für ein wärmeres Tragegefühl. Gegen ein Verhaken des Reißverschlusses in dem leichten Tascheninnenfutter wurde ein etwas stärkeres Ripstop-Gewebe direkt am Reißverschluss verarbeitet, was bis auf wenige Ausnahmen auch sehr gut funktioniert. Im Inneren beider Eingriffstaschen finden wir auch noch Durchführungsöffnungen für das Kabelmanagement. Dazu später mehr. Die sich farblich abhebende Brusttasche ist ebenfalls mittelgroß und nimmt ohne Probleme größere Smartphones, Pässe oder ähnliches auf. Was mir hier nicht so gut gefällt, ist, dass es hier keinen Durchgang ins Innere gibt. Machen wir weiter mit dem Frontreißverschluss. Er ist wie alle Zipper an der Jacke von YKK, kommt mit einem Zipperpull aus Cord und einem kleinen Kunststoff-Tab. Gegen unbeabsichtigtes Öffnen kommt er mit einer No-Slip-Funktion. Was nicht bedeutet, dass ihr den Zipper nicht aufreißen könnt, sondern es bedeutet eher, dass sich der Reißverschluss zum Beispiel beim Laufen oder Seilspringen nicht Stück für Stück bei jeder Bewegung öffnet. Gut finde ich hier den links-rechts geteilten Kinnschutz, der im Vergleich zum einseitigen Kinnschutz eine bessere Schließung des Zippers bietet. Eine einseitige Flappe wie beim Vorgänger gibt es nicht mehr, stattdessen kommt hier eine zweigeteilte Flappe zum Einsatz, die aber dieselbe Funktion besitzt. Zur Information, die Reißverschlüsse sind wie ihr seht nicht wasserdicht und nur minimal wasserabweisend. Schauen wir uns jetzt die Arme an. Hier haben wir leicht vorgeformte Ellenbogen und elastische Zwickel am Handgelenk, die die Jacke auch etwas abdichten. Beim Thema Abdichten, hier habt ihr natürlich auch einen Gummizug am Saum mit Kordelstoppern links und rechts zur Temperaturregulierung. Durch die langen Führungskanäle kann das Kordelmaterial gut ins Innere geführt werden. Gut finde ich hier bei der neuen Version, dass die Kordelzüge mehr an die Seiten verlegt worden sind, da es beim alten Modell oft passiert ist, dass sich der Clip von Multitools oder Taschenlampen darin verfangen hat. Für längere Haltbarkeit wurden die Seiten und die Rückenpartie des Saums außerdem noch mit festerem Ripstop-Gewebe verarbeitet. Hier seht ihr jetzt auch, dass der Gesäßbereich etwas verlängert ist. Bevor wir ins Innere gehen, noch schnell die Kapuze. Sie besitzt eine identische Isolierung wie der Rest der Jacke und ist relativ einfach gehalten. Per elastischem Gummiband hält sie gut am Kopf und das auch ziemlich bequem. Bei etwas windigerem Wetter kann hier dann über den umlaufenden Kordelzug die Kapuze weiter fixiert werden und dann im Scuba-Stil getragen werden. Zur Information, die Kapuze ist nicht zum Tragen über einem Helm geeignet. Gehen wir jetzt ins Innere. Hier sehen wir sofort die Schlaufen für das Kabelmanagementsystem, die es bei der älteren Version so nicht gibt. Hier habt ihr links sowie rechts die Möglichkeit, eure Kopfhörer durchzufädeln oder ähnliches. Gerade beim Sport eine angenehme Angelegenheit. Die obere Schlaufe kann außerdem dazu genutzt werden, die Kapuze einzurollen.
Dafür vorgesehen ist sie aber, denke ich, nicht. Neben einem Aufhänger gibt es aber noch eine weitere interessante und wirklich gute Erneuerung, die aber kaum sichtbar ist. Und zwar das neue Innenmaterial. Hier kommt das sogenannte Li Peng High Air Perm Material zum Einsatz, das um einiges luftdurchlässiger ist als beim Vorgänger und damit angenehmeres Klima bringt. Jetzt nochmal etwas übersichtlicher, was sich so geändert hat. Links das neue Modell und rechts das alte Modell, bei dem sich die Brusttasche nicht außen befindet, sondern im Inneren. Der Schnitt hat sich nicht wirklich verändert, lediglich die Kapuze des neuen Modells ist etwas enger geschnitten und beim neuen Modell wurde, warum auch immer, der Befestigungssteg zum Einrollen der Kapuze weggelassen. Des Weiteren gab es beim alten Modell eine Windleiste hinter dem Frontreißverschluss, die jetzt durch das geteilte System ersetzt wurde. Außerdem gab es bei der alten Version hier rechts kein Kragenfutter und der Kindschutz bestand nur aus der Windleiste. Das Kabelmanagementsystem ist verbessert worden und besitzt jetzt zwei kleine Gummischlaufen im Brust- und Halsbereich auf der linken und rechten Seite. Davor gab es lediglich nur Durchführung. Auch die Farben haben sich meiner Meinung nach geändert. Ich habe hier beide Jacken in Ranger Green und finde, dass die neue Version eher in Richtung Steingrau-Oliv geht und die alte mehr in Richtung Erdfarbenbraun. Beim Gewicht und Packmaß hat sich eigentlich nichts getan. Gewogen habe ich bei beiden Jacken 450 Gramm in Größe L und das Packmaß ist, wie ihr seht, auch identisch. Kommen wir jetzt zum Fazit. So, da bin ich schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Einblick und vor allen Dingen einen guten Vergleich. Bevor wir zu den negativen und positiven Punkten kommen, noch schnell was zum Material. Also optisch unterscheiden die sich kaum voneinander, deswegen habe ich die jetzt auch nicht großartig ins Video eingebaut. Fakt ist jedenfalls, dass sich die Atmungsaktivität stark verbessert hat. Vorher gab es ein Gossamer-Material, das wurde, wie schon erwähnt, getauscht gegen ein Toray-Stretch-Gewebe und Li Peng Innenmaterial, merkt man auf jeden Fall. Bei der Isolation gab es vorher ein Core-Loft-Material, das ist getauscht worden gegen einen Klimashield. Merkt man auch, ist noch mal ein bisschen stabiler und atmungsaktiver. Und an den Seiten merkt man eigentlich kaum einen Unterschied. Das war vorher Polartec und ist jetzt ein italienisches Ponte Torto Material. Ja, bei den negativen Punkten habe ich eigentlich nur Kleinigkeiten. Ich hätte mir gewünscht, dass die Kabeldurchführungen ein bisschen größer sind, dass man auch mal größere Stecker durchführen kann. Und ich finde es schade, dass an der neuen Kapuze der Kapuzensteg weggelassen worden ist, um die Kapuze einzurollen. Ansonsten kann ich nicht meckern. Ich habe auch noch das zivile Modell im Einsatz seit ca. 5 Jahren und da ist bis auf die Beschriftung noch alles in Ordnung. Die Isolation funktioniert auch noch sehr gut. Wichtig ist, dass man die Jacken kalt wäscht und auch schont. Weitere positive Punkte natürlich das Material, Verarbeitungsqualität und das Design gefällt mir sehr gut. Was mir allerdings besonders gut gefallen hat, ist, dass Arc'teryx hier mal rumexperimentiert hat und neue Materialien eingesetzt hat. Das merkt man auch beim Tragen. Beim alten Modell hatte ich im T-Shirt schneller mal einen Schweißfilm auf der Haut und beim neuen Modell merkt man, wie das durch das Li Peng Material viel besser abtransportiert wird. Also das ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Kleine Info noch, die Jacke gibt es jetzt auch ohne Kapuze, verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Preislich das alte Modell bei 170 € und das neue Modell bei 230 € circa. Finde ich für Arc'teryx sehr gut, die haben auch immer geile Farben, geile Designs. Ja, muss man halt selber wissen, ob man das Geld dafür ausgeben will. Das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like nicht vergessen, Abo dalassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Glocke aktivieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.